Unterwegs mit Ralf, so beginnt die Reise. Er zeigt uns die Welt auf seine Weise. Wandern, reisen, weit und breit. Mit Ralf erleben wir die Freiheit. Unterwegs mit Ralf ist bekannt. Zeigst uns die Welt, Land um Land. Mit jedem Tour ein neues Ziel. Deine Abenteuer machen uns mobil. Berge hoch, Täler tief, Städte voller Liebe. Guten Morgen, liebe Freunde. Wir gehen heute wandern. Wir haben Ende April. Es ist frisch heute Morgen, so knapp 1-2 Grad. Aber ab heute sagt der Wetterbericht, was warm. Es werden 18 Grad. Da freuen wir uns drauf. Aber das Wichtige ist, wo laufen wir denn heute hin? Wir laufen heute auf die Golmbergspitze. Das ist eine der höchsten Erhebungen hier im Fläming und ist sage und schreibe 178 Meter hoch. Für Brandenburg sehr, sehr viel. Wir haben also den Defibrillator aufgeladen, das Sauerstoffzelt haben wir zu Hause gelassen. Aber ich glaube, es geht auch so. Wir laufen los, damit es ein bisschen wärmer wird für uns und ihr kommt mit. Schritt für Schritt, wir sind da. Golmbergspitze, atemberaubend hoch. Wälder, Hügel, Liebe im Bauch. Fläming ruft, wir sind frei. Golmbergspitze, Hill so blau. Jeder Schritt ein Gefühl und eine reiche Natur im Spiel. Sonne auf den Farben, Vögel singen, Schatten nagen. Luftreiche Zeichen der Zeit, Waldstille ewig. Hier geht es schon relativ steil bergauf. Und das sieht aus, als wäre es hier so eine Übungsstrecke für die Quads. Ich dachte eigentlich, es wäre ein Naturschutzgebiet, aber ich kann mich auch täuschen. Brandenburg, wir sind on the road. Waldesfahrt, unser Lebenscode. Bäume hoch, Hände so weit. In der Natur verlieren wir die Zeit. Brandenburg, du bist der Beat. So, jetzt sind wir hier oben angelangt und dieses Gipfelkreuz erinnert an eine Kapelle, die hier im 16. Jahrhundert stand. Sehr schön, und dann werden wir mal gleich gucken, ob wir eine schöne Aussicht von hier oben haben, bestimmt. Ja, und einen Wanderstein habe ich auch noch und das machen wir aber gleich. So, ich habe hier noch einen Wanderstein, das ist erstmal der letzte, ich muss erstmal welche wieder bemalen. Aber das ist ja für mich ein leichtes und den lege ich aber... Hier stand mal die Luther-Eiche, gut 500 Jahre lang, aber 2010 hatte sie ihren Lebensende erreicht und ist leider umgefallen. Nun haben wir ein schönes großes Stück Totholz, das Insekten und Vögeln dient. Naja gut, es ist auch ein Naturschutzgebiet hier und da freuen sich die Insekten und die Vögel, dass sie einen Nistplatz haben und die Insekten, dass sie einen Platz haben, wo sie ihre Larven ablegen können. Oh, hier geht's aber bergab. So, ich versuche hier mal vorsichtig den Berg runterzukommen, ohne mich flach hinzulegen. Hier sind noch alte Dinge, das sieht eher aus, als wäre mal was Militärisches gewesen. Naja, ich würde pauschal sagen, das ist so ein Standardbaustein von der NVA, womit man unterirdische Anlagen zusammengebaut hat. Hier geht es auch nicht weiter. Ich weiß auch nicht, was hier mal war.
Aber mehr als dieses eine Stück kann man so eh nicht mehr erkunden. Alles andere ist zu. Ja, schade. Hier ist höchstens noch so ein kleiner Schacht, da können wir mal reingucken. Ah, das war nur der elektrische Anschluss für die Anlage. Vielleicht weiß jemand von euch, ob hier irgendwann mal was Militärisches war. Hier war auf jeden Fall der Stromanschluss dafür. Ja, was etwas schade ist, man hat keine wirklich gute Weitsicht, weil alles grün ist. Ja, man kann hier so mal an der einen oder anderen Stelle kurz durchs Laub äugeln, aber viel erkennen tut man da nicht. Na, Ralf? Halt. Oh, gegen's Licht. Wir müssen mal tauschen, sonst sieht man dich ja gar nicht. Wie fandest du denn jetzt die Aussicht, die wir nicht hatten? Die Aussicht, die wir nicht hatten, wäre sehr schön gewesen, wenn man hier im Winter ist und es nicht grün ist. Hat man wirklich eine fantastische Weitsicht. Jetzt ist leider alles belaubt. Das heißt leider, eigentlich ist ja schön, wenn es grün ist. Und man kann leider nicht viel sehen. Vielleicht kommen wir ja im Winter nochmal her. Ja, schauen wir mal. Berge ist ja nicht so unseres und ich glaube, nach dem Tag heute hat Christian erstmal genug Höhenmeter. Hashtag Please Smile. Brauchen wir dafür einen Hashtag? Eigentlich nicht. Wir sind immer am Lächeln. Schade, dass hier kein Steg mehr ist, oder? Das wäre genau das Richtige für uns. Ja. So, gucken wir mal. Das sieht ja mal gut aus. Aber jetzt gucken wir uns erstmal dieses schöne, saftige Grün an. Ne, Ralf? Alles blau oder Heidelbeeren? Ja. Ich gehe mal ein Stück weg, sonst habe Angst, dass die Kamera mir einen körperlichen Schaden zufügt. Ja, schön, oder? Und ich glaube, die Berge haben wir jetzt auch hinter uns, deshalb habe ich wieder gute Laune. Das werde ich jetzt lieber noch nicht kommentieren. Weil wir müssen ja noch zurück zum Auto und schauen wir mal, wo wir lang kommen. Okay. Das ist ein kleines Waldstillleben, Spinne und Schmetterling. Der Schmetterling ist übrigens ein Waldbrettspiel. Freunde, da sind wir gerade hochgekraxelt. Ich hoffe, ich schnaufe nicht mehr allzu viel. Aber wir haben uns die 160 Höhenmeter heute hart erarbeitet. Das stimmt.
Wenn ich jetzt ein wenig schnaufe, müssen wir das nachsehen. Hier geht es schon wieder berghoch. Wir sind jetzt einen kleinen Abstecher auf den Habichtsberg, weil wir mal neugierig waren, was hier ist. Aber hier kommen wir gar nicht drauf. Hier ist ein Funkmast. Sieht aber aus, als wäre hier auch mal... Ich schiebe euch mal nach oben. Als wäre hier mal irgendein militärisches Gelände gewesen. Abspann, zu zweit sagen wir so noch mal üben. Das Timing, das klappt noch nicht so ganz. Ja, ist schwierig für mich. Ist schwierig für uns. Wir stehen auch, glaube ich, falsch mit dem Licht. Wir drehen uns jetzt mal um. Guck mal. Oh. So, viel besser. Ja. Viel besser. Wir hoffen, die Wanderung hat euch genauso gut gefallen wie uns. Ja, sehr gut. Also wir sagen hier für die Wanderung Daumen hoch. Und ich hoffe, ihr macht auch den Daumen hoch bei uns. Genau, lasst uns auf jeden Fall ein Like da, schreibt fleißig Kommentare. Ja. Und abonniert den Kanal, wollte Christiane noch sagen. Genau, abonniert den Kanal, wollte ich sagen. Das gibt uns den Motivationsschub. Wir sehen uns dann beim nächsten Video und bis dahin. Ciao, liebe Freunde. Unterwegs mit Ralf, so beginnt die Reise. Er zeigt uns die Welt auf seine Weise. Wandern, reisen, weit und breit. Mit Ralf so, aus dem Stegreif kann ich nicht sagen, was das für ein Vogel ist. Ja. Aber schön. Er singt wie ein Schwirl, also ein Feldschwirl oder sowas, aber es wird es nicht sein. Berge hoch, Täler tief, Städte voller Leben. Wird uns die weite Welt gegeben. Er wandert, er reist, wir kommen mit. Die Abenteuer machen fit. Unterwegs mit Ralf, so beginnt die Reise.